Ja, hallo liebe Bayern-Fans. Am Ende ist es ein 5:0 Auswärtserfolg gegen den FC St. Pauli und die Bayern. Was für eine Woche. Nach dem Last-Minute-Sieg letztes Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Freiburg mit dem 3:2, dann das 2:1 oder der 2:1 Erfolg gegen Real Madrid im Santiago Bernabéu, das nächste Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli mit 5:0 gewonnen und die Bayern haben einen neuen Rekord aufgestellt. Sie haben den Rekord eingestellt vom FC Bayern München aus dem Jahre 71, 72 mit 101 Toren. Das 102. Tor schoss Leon Goretzka und mittlerweile haben die Bayern schon 105 Tore geschossen und haben noch ein paar Spiele zu gehen. Also die Saison kann wirklich eine Saison werden mit neuen Rekorden. Ja, die Bayern mit ein paar Veränderungen nach dem Spiel gegen Real Madrid gegenüber zum Spiel von FC St. Pauli. Trainer Vincent Kompany hat natürlich auch ein paar Spieler geschont. Kane zum Beispiel im Zuge gar nicht in die Partie gekommen, was auch ganz gut ist. Wie gesagt, die Bayern mit dem 5:0 auch im Ergebnis sehr stabil gewesen, hinten auch nichts anbrennen lassen. Man muss auch sagen, dass Kim eine ordentliche Leistung abgegeben hat hinten in der Abwehr und Manuel Neuer auch fast eigentlich gar nichts zu tun hatte im ganzen Spiel. Eine brenzliche Situation gab es, da hat aber Kim dann auch wirklich einen Monsterblock gemacht und hat zur Ecke gerettet. Und ja, so ein bisschen St. Pauli halt die Qualität nicht für die ersten Liga momentan. Stehen auch mittlerweile oder sind immer noch auf einem Relegationsplatz, auf dem Relegationsplatz. Und ja, da noch viel Glück für die Hamburger, dass sie da noch die erste Liga halten. Wird natürlich auch schwer werden, aber die Punkte müssen sie halt woanders holen in den restlichen Spielen in der Bundesliga. Ja, und neu mit in der Partie war dann auch Kim und Ito in der Innenverteidigung. Auf der linken Seite hat Bischof gespielt. Dann haben wir noch Goretzka, der mit wieder in die Startelf gerückt ist. Musiala und Guerrero und ganz vorne drin Jackson für den eben erwähnten Harry Kane, der wirklich eine richtige Pause bekommen hat und fit sein soll natürlich für das Spiel am Mittwoch gegen Real Madrid. Ja, und die Bayern starten eigentlich gut in die Partie gegen St. Pauli, die sich dann auch mehr auf die Defensive konzentrieren muss. Und dann ist es in der 9. Minute Jamal Musiala, den ich vorher auch noch im Livestream erwähnt habe, dass er in den letzten Wochen ein bisschen unglücklich agiert hat, viele Ballverluste hat in den 1 gegen 1 Situationen, aber dass man den Jungen die Daumen drücken muss und auch die Zeit geben muss nach seiner schweren Verletzung bei der Club-WM gegen Paris Saint-Germain und dass er halt auch nicht der Alte ist, aber er hoffentlich noch Zeit hat, bis zur WM auch zur alte Stärke zu finden und natürlich wir als Fans ihn supporten und die Daumen drücken. Er ist es halt in der 9. Minute, der das 1:0 mit dem Kopf macht. Und damit ging es dann auch erstmal in die Pause und die Bayern kamen dann raus in der zweiten Hälfte. Und dann ist es Leon Goretzka, der jetzt mittlerweile zum zweiten Mal in den Geschichtsbüchern drin steht. Einmal gestern, der das 102. Tor schießt und zwar den neuen Torrekord aufstellt für den FC Bayern München. Und das zweite Mal ist es der schnellste Eigentorschütze. Also er dann auch selbst nach dem Spiel gesagt, er war erstmal verwundert, dass er überhaupt derjenige ist, der das 102. Tor geschossen hat. Er wusste davon noch gar nichts. Aber er konnte sich daran erinnern, dass er derjenige war, der nach 13 Sekunden schon mal ein Eigentor geschossen hat und er deswegen schon mal in den Geschichtsbüchern stand. Und er jetzt natürlich mit dem neuen Rekord, 102. Saisontor durch Leon Goretzka in der 53. Spielminute. Ja, und der Doppelschlag ließ sich nicht lang auf sich warten. 54. Minute ist es dann Olise, der das 3:0 markiert und eigentlich schon das Spiel entscheidet. Die Hamburger waren auch wirklich schwach, auch wie gesagt in der Offensive, hinten auch mit sehr, sehr vielen Fehlern in der Abwehr und so war es dann Nicholas Jackson, der das 4:0 markiert in der 65. Spielminute. Ja, und den Schlusspunkt setzte dann Rafael Guerrero, der auch den FC Bayern München im Sommer verlässt, in der 89. Spielminute und markierte das 5:0. In der 94. Minute, also kurz vor Ende, gab es dann nochmal eine Szene. Leon Goretzka eigentlich schon mit den 6:0, wurde aber nochmal zurückgepfiffen. VAR sagt Abseits danach. Schiedsrichter Stieler nochmal angesagt, VAR wegen Abseitsstellung nicht gegeben und danach dann den Schlusspfiff bekannt gegeben. Ja, es läuft alles momentan gut für die Bayern. Wir hoffen natürlich, dass es auch weiter so bleibt. Wir haben die große Chance, dieses Jahr wirklich 3 Titel abzuräumen. Die Bundesliga können wir nächstes Wochenende gegen Stuttgart gewinnen. Wenn Dortmund einen Tag zuvor am Samstag im Spiel gegen Hoffenheim verliert oder unentschieden spielt und die Bayern müssen dann das Spiel gegen Stuttgart am Sonntag um 17:30 Uhr gewinnen und der wäre schon mal die Meisterschaft in trockenen Tüchern quasi und dann geht es quasi am Mittwoch das Rückspiel Viertelfinale gegen Real Madrid zu Hause in der Allianz Arena. Das wäre schon mal ein Anfang, dass wir da das Halbfinale festmachen und dort in der Champions League auch weiterkommen. Also es wäre auch ein großer Erfolg für den FC
FC Bayern München und natürlich eine Woche später dann das Pokal-Halbfinale in Leverkusen. Das wird auch schwer genug. Wir wissen doch alle, die hitzige Partie in der Bundesliga in der Rückrunde, das 1:1 von Leverkusen gegen Bayern. Da ist also auch noch eine kleine Rechnung offen. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Bayern dieses Jahr wirklich das Maximum rausholen. Es sieht alles danach aus. Wir schweben quasi auf einer Welle momentan. Aber wie gesagt, jedes Spiel muss konzentriert angegangen werden. Wir dürfen keine Fehler machen. Und ja, dann drücken wir den FC Bayern die Daumen. Ja, und jetzt kommen nochmal alle Szenen und Highlights aus meinem Stream, aus meinem Livestream. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also, los geht's. Kimmich nochmal. Nicholas Jackson, der könnte jetzt vielleicht mal abziehen. Bleibt hängen. Bayern aber weiterhin im Ballbesitz. Jetzt mal über Leimer. Schöne Flanke auf den zweiten Pfosten. Und da ist das 1:0 für die Bayern. Was für eine schöne Flanke. Und ich habe davon gerade geredet. Und es ist Musiala mit der Nummer 10, der das 1:0 für den FC Bayern München macht. Und wieder ist es mit dem Kopf. Er freut sich da so. Und er hat auch, glaube ich, letzte Saison schon oft mit dem Kopf getroffen. Und das freut mich so sehr für Musiala. Gerade noch drüber geredet. Ganz toll gemacht. Auch Lothar Matthäus sagt, das Tor gönnt ihn doch jeder. 1:0 für die Bayern in der 9. Spielminute und richtig schön herausgespielt. Hier noch der Schuss von Jackson, der geblockt wurde. Und dann ist das Leimer mit so einem gefühlvollen Lupfer über die ganze Abwehr und dann ist es Musiala am zweiten Pfosten, der ins rechte Eck köpft. Keine Chance für Vasili, den Torhüter von St. Pauli. Und da haben wir schon das 1:0 für die Bayern. Und keine 10 Minuten gespielt. Das zweite Saisontor von Musiala, Torwahrscheinlichkeit 35%. Wie gesagt, das wird dem Jungen gut tun. Jetzt Jackson kommt schon wieder in den Strafraum rein. Oh, der Ball geht an die Latte. Nochmal Nachschussmöglichkeit. Oh, abgewehrt erstmal von St. Pauli. Aber was war das für ein Lupfer, bitte? Von Nicholas Jackson auf den zweiten Pfosten. Da steht es fast 2:0 für die Bayern. Gut durchgesetzt von Nicholas Jackson. Was ist denn da los auf einmal mit dem Senegalesen? Der wurde noch abgefälscht, der Ball. Deswegen senkt er sich gerade noch so auf die Latte und geht dann wieder ins Spielfeld. Und dann ist es Olise, der im Abseits steht. Deswegen danach abgepfiffen. Aber fast das 2:0 für die Bayern. Jetzt der Freistoß für die Bayern. 52. Spielminute. Rechte Seite. Kimmich reingeflankt. Zweiter Pfosten. Und da ist das Ding. Es ist Goretzka mit dem 102. Tor für die Bayern. 53. Spielminute. 2:0 für die Bayern. Es ist Goretzka. Und alle klatschen ab. Auf der Ersatzbank. Manu Neuer rennt zu der Ersatzbank. Wird nochmal abgeklatscht. Und es Goretzka mit dem 102. Tor für die Bayern. 53. Spielminute. Ganz gut gemacht. Freistoß von Kimmich. Abgefälscht noch per Kopf von einem Spieler von St. Pauli. Dann ist es eigentlich abgerutscht, der Ball von Goretzka. Nicht gut getroffen, aber ich glaube, deswegen fliegt er so ein bisschen in den Dreiangel rein. Unhaltbar für Vasili. Ja, trifft fast noch den Rücken von Jackson. Gut, dass der Senegalese da nicht im Weg stand. Und jetzt ist das 2:0 für die Bayern. Goretzka und die Bayern kommen nochmal. Und da ist das 3:0. Doppelschlag. Olise. 54. Spielminute. Das 103. Tor für die Bayern. Ganz stark gemacht von den Bayern. Doppelschlag. Ja, das Spiel jetzt quasi entscheidend hat der 54. Spielminute. Und der Coach Vincent Kompany zeigt an. Wechsel. Denke mal, da wird jetzt auch nochmal Olise vielleicht rausgenommen. Gucken wir uns mal an, der Anstoß hier eigentlich von St. Pauli, denn spielen sie da ein bisschen hinten rum. Wo ist da der Fehler? Ja, der Fehler liegt darin, dass der Spieler von St. Pauli den Ball nicht richtig gepasst hat und dann ist es Olise mit freiem Lauf aufs Tor und schießt dann ab und Vasili keine Chance gelassen für St. Pauli. Bischof schön durchgesetzt, der jetzt auf der rechten Seite spielt. Schön mit der Hacke durchgesetzt. Jetzt könnte in der Mitte Nicholas Jackson die große Chance, aber nochmal gegrätscht. Gute Verteidigung diesmal von St. Pauli. Werfen da jetzt alles rein, um das 4:0 zu verhindern. Aber nochmal die Bayern. Musiala in der Mitte, wieder Nicholas Jackson! 4:0, 65. Minute. Der Drops ist gelutscht. Nicholas Jackson nutzt seine Chance jetzt zum 4:0 für die Bayern. Und das wird jetzt ein ganz bitterer Abend für St. Pauli. Gucken wir nochmal den Fehler von St. Pauli im Aufbauspiel. Und dann ist es Musiala mit dem Pass, mit dem Assist auf Nicholas Jackson. 4:0 für die Bayern. 104 Tore schon gemacht jetzt. Und das ist das, was ich meine. Der FC Bayern ist noch nicht satt genug. Davies hinterher und gewinnt den Zweikampf. Stieler sagt auch kein Foulspiel, macht er gut, der Kanadier. Und könnte jetzt vielleicht nochmal für einen Konter sorgen, nimmt aber erstmal das Tempo ein bisschen raus. Und gibt jetzt auf Stanisic, der jetzt auch noch mal ein paar Meter machen kann. Oh, Goretzka mit einem schlechten Ball nochmal Stanisic. Erstmal geklärt zum Einwurf für die Bayern in der Hälfte von St. Pauli. Jetzt vielleicht auch die Chance zum 5:0.
Guerrero ist es mit dem 5:0, 88. Spielminute, Fehler wieder von St. Pauli. Gucken wir uns das gleich nochmal an. Der Portugiese, der den FC Bayern verlassen wird, der Vertrag wird nicht verlängert, schießt sie das 5:0 für die Bayern. Und es ist natürlich jetzt auch tragisch für den Trainer Blessin von St. Pauli, so abgeschossen zu werden im eigenen Stadion. Schauen wir uns mal an, wo ist da der Fehler von St. Pauli im Spielaufbau? Ja, da nimmt die Guerrero 1 einfach den Ball ab und kann dann auf Vasili zustürmen und schießt dann ins kurze linke Eck. 5:0 für die Bayern. Also ein ordentlicher Sieg heute. Und die Bayern-Fans feiern natürlich. Kommen gar nicht mehr raus aus dem Feiern. Und ich hoffe natürlich, dass es am Mittwoch weitergeht. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Spiel. Also am Mittwoch auch wieder auf meinen Kanal einschalten. Da geht hier richtig die Post ab. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Schaut doch einfach mal rein beim nächsten Livestream oder bei nächsten Videos von mir und lasst doch gerne mal ein Like da und ein Abo da. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaltet am Mittwoch spätestens rein. Livestream um 21 Uhr ist Anstoß und da heißt es dann FC Bayern München gegen Real Madrid. Viertelfinal-Rückspiel. Das wird richtig, richtig spannend. Und dann lassen wir die La Bestia Negra wieder los. Also, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Bis dann. Bleibt gesund. Ciao.